Bist du auf der Suche nach dem perfekten Duftgeschenk für einen Mann oder bist du ein Mann und würdest dir gerne selbst einen Duft schenken? Ich habe für dich 6 Düfte ausgesucht, die man perfekt sich selbst oder einem Mann schenken kann. Wenn du wissen möchtest, welche 6 Düfte das sind, dann bleib gerne dran. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Frage Düfte zum Verschenken und zwar für Männer. Wenn du auf der Suche bist nach einem Duft, den du deinem Freund, deinem Papa, deinem Onkel oder auch deinem Opa gerne schenken würdest, oder vielleicht bist du auch ein Mann und würdest dir gerne selbst einen Duft schenken, dann habe ich für dich 6 Empfehlungen von Düften, die man sehr gut verschenken kann. Ich habe die Düfte so ausgesucht, dass ich hier keine großen Experimente mache. Ja, das ist ja auch immer die Schwierigkeit. Du möchtest ja einerseits, dass der Duft dir gefällt, aber vor allem soll er ja dem Beschenkten gefallen. Deshalb habe ich Düfte ausgesucht, die wirklich sehr massentauglich sind. Und hier ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Wir haben hier frische Düfte, wir haben hier verführerische Düfte, sogar süße Männerdüfte habe ich dir auch mitgebracht. Falls du neu hier bist, herzlich willkommen. Ich bin Alex. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um exklusive Nischendüfte. Das heißt Düfte, die wenige kennen, die wenige tragen, die auch nicht überall erhältlich sind und die halt eben was ganz Besonderes sind. Und wenn du keine weiteren Reviews von mir verpassen möchtest, also auch Duftempfehlungen sowie Toplisten, holzige Düfte, Lederdüfte, Winterdüfte, langanhaltende Düfte etc., dann gib mir gerne ein Like und abonniere den Kanal. Ich freue mich tatsächlich über jeden Abonnenten. So, und bevor wir jetzt mit den Düften anfangen, mit den 6 Empfehlungen, die ich für dich mitgebracht habe, noch ein kleiner Zusatz. Bleib bis zum Ende des Videos dran, denn es gibt noch eine kleine Überraschung. Wir werden am Ende des Videos noch ein Gewinnspiel veranstalten. Das habe ich jetzt einfach mal so spontan entschieden. Und wie gesagt, ganz am Ende erfährst du, wie du da mitmachen kannst. Eins vorweg, du kannst einen dieser 6 Düfte gewinnen. Viel Spaß bei dem Video und jetzt geht's auch schon los mit den Düften. Wir fangen an mit dem ersten Duft. Der erste Duft, das ist von der Marke Blend Oud, der Duft Bark. Der Duft Bark ist unsere verführerische Variante zum Verschenken. Wir haben hier einen Duft mit Duftnoten wie Orange, Mandarine, Leder, Gewürze und Patchouli. Für mich riecht er sehr, sehr verführerisch. Ist ein sehr runder Duft, er ist likable, das heißt, er gefällt auch einer breiten Masse an Menschen. Und der Duft steht für mich für einen reifen, starken Gentleman ab 30. Das heißt, ich würde diesen Duft vor allem empfehlen, wenn der Mann, dem du diesen Duft schenken möchtest, etwas älter als 30 ist. So, machen wir weiter mit unserer Variante für einen fruchtigen, herben Männerduft. Da habe ich dir von der Marke Bois den Duft Parana ausgesucht. Parana ist, wie gesagt, ein fruchtig herber Duft. Wir haben hier die schwarze Johannisbeere, die im Vordergrund steht, die verleiht dem Duft auch so eine herbe Note, so eine fruchtige Note. Und den herben Charakter bekommt der Duft durch Eichenmoos. Und er hat auch etwas Birkiges. Das haben, by the way, auch Düfte wie beispielsweise Orchid Man von Frappin oder auch Creed Aventus. Ja, vielleicht weißt du ja rein zufällig, dass der beschenkte Mann einen dieser Düfte ja vielleicht schon hat oder gerne mag oder gerne hätte. Der Duft ist sehr zeitlos, er ist klassisch maskulin, sicherlich auch durch die herbe Note und den kann man wirklich sehr gut verschenken, gefällt auch einer sehr breiten Masse an Männern. So, jetzt kommen wir zu einer sehr beliebten Kategorie und das ist frisch. Ich habe dir einen frisch-würzigen Duft mitgebracht, das ist Percival von der Marke Parfums de Marly. Parfums de Marly kennt man ja, ist vor allem bekannt für den Männerduft Layton. Percival ist jetzt unsere frische Variante von Parfums de Marly. Er ist aber nicht nur frisch, sondern wie gesagt frisch-würzig. Wir haben hier einen sehr duschgelartigen Duft und er hat für mich eine Kombination aus zitrischen Noten, einer holzig-grünen Note, also die erinnert mich an Tannenbäume und so ein leichter Hauch von Meeresbrise, das ist eben dieser aquatische, frische Charakter von dem Duft. Ist super geeignet für Männer ab 20, kann man durch die Bank weg eigentlich sehr gut verschenken. So, jetzt kommen wir zu meinem Favoriten unter diesen 6. Den kenne ich auch selbst noch gar nicht so lange. Das ist von der Marke Nejma, der Duft Coeptis. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Falls nicht, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Da gibt es eine ganz interessante Story zu dem Duft. Der wurde in Zusammenarbeit mit Nejma und einem sehr bekannten französischen Rapper Bobba hergestellt. Und er hat meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Gangster-Rap zu tun. Aber ist einfach mal ein funny Fact, funny Side Story. So, das ist ein würzig-holziger Duft. Wir haben hier Weihrauch, Jasmin, Maiglöckchen und Bergamotte. Ist für mich ein sehr spezieller Duft. Erkennt man auch so ein bisschen an den Duftnoten. Aktuell mein Favorit, wie gesagt. Super gut geeignet für Männer ab 20 und ist auch vor allem ein Alltagsduft. Ja, also kann man sehr gut auch im Alltag tragen. Übrigens, was man natürlich auch sehr gut im Alltag tragen kann, wäre noch Parana von Bois und der Percival von Parfums de Marly. Das nur kurz am Rande, falls das dir noch wichtig ist bei der Wahl des Geschenks. Ja. So, jetzt kommen wir zu einem Oud-Duft. Wenn du gerne einen Oud-Duft verschenken möchtest, da hätte ich einige auf Lager. Ich habe mich jetzt aber für Oud for Greatness von Initio entschieden. Das ist ein nicht medizinischer Oud-Duft, für mich sehr sinnlich, fast schon sexy. Wir haben hier Oud, Lavendel und Safran. Kann man vor allem sehr gut im Winter verschenken, beziehungsweise in den etwas kälteren Jahreszeiten. Wieso? Weil sich der Duft halt eben bei Kälte auch unglaublich gut durchsetzt. Er ist sehr intensiv. Falls du auf der Suche bist nach weiteren Oud-Düften, dann verlinke ich dir hier noch ein Video zu meinen Top-Oud-Düften. Da findest du noch mehr Oud-Düfte neben dem Initio Oud for Greatness. Okay, jetzt haben wir noch einen. Und zwar, das ist jetzt etwas, wo man wahrscheinlich vielleicht, wo der ein oder andere von euch oder die ein oder andere von euch ein bisschen schmunzeln wird. Ich habe nämlich noch einen süßen Duft mitgebracht. Der ist meiner Meinung nach sehr unbekannt. Zumindest wüsste ich nicht von vielen, die den Duft kennen und tragen. Ich finde den Duft aber extrem geil. Das ist 1270 von Frappin. Und das ist ein süß-gourmandiger Duft. Für mich hat er noch so eine leicht holzige Note, aber die Süße steht ganz klar im Vordergrund. Wir haben hier Haselnuss, Vanille und getrocknete Früchte in Kombination mit einer leicht holzigen Note. Können Männer ab 20 gut tragen. Er wirkt mysteriös, sinnlich, ist aber nur was für kernige Typen. Das heißt, Anzugträger sollten hiervon die Finger lassen. Ist auch sehr gut geeignet für den Winter. Ich verlinke dir auch hier oben noch ein Video zu den Top-Winterdüften für Männer. Falls du sagst, ja, ich suche jetzt aber einen Duft, den ich gerne im Winter verschenken möchte, vielleicht beispielsweise zu Weihnachten oder Silvester, dann kannst du hier, wie gesagt, dir noch die Top-Düfte für Männer für den Winter oder für kalte Jahreszeiten anschauen. So, damit wären wir auch schon am Ende. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere den Kanal. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, was du von meiner Auswahl hältst. Vielleicht möchtest du ja auch, dass ich in Zukunft zu ganz anderen Themen dir Düfte empfehle und Reviews von gewissen Düften mache. Kannst du mir auch einfach gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten machen wir jetzt auch noch ein kleines Special. Ja, das haben wir davor noch nie gemacht gehabt. Und ich würde das jetzt einfach gerne mal mit euch zusammen probieren. Und zwar, ich würde gerne einen dieser Düfte in unserer Monatsabfüllung verlosen. Ja, das heißt, du kannst einen dieser Düfte bei uns gewinnen. Was du dafür tun musst, ist nicht allzu viel. Gib dem Video einen Daumen hoch und kommentiere das Video gerne mit dem Duftnamen von dem Duft, den du gerne erleben würdest, bzw. gewinnen würdest. Und mich würde vor allem auch interessieren, wieso du genau diesen Duft erleben möchtest. Und es gibt natürlich noch einen kleinen Bonus, wenn du den Kanal noch zusätzlich abonnierst. Und ich werde dann eine Woche nach Veröffentlichung des Videos, werde ich dann den Gewinner unter den Kommentaren ziehen. Und wir werden das dann so machen, dass ich dann den Gewinner auch persönlich anschreibe auf YouTube. Und so erfährst du dann, ob du gewonnen hast oder nicht. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Mitmachen beim Gewinnspiel. Wenn das gut ankommen sollte, dann werden wir solche Gewinnspiele auch regelmäßig machen. Denn mir ist es ja natürlich auch persönlich ein Anliegen, dass du die Düfte, die ich dir empfehle, die ich dir vorstelle, dass du die auch mal erlebst. Und ich hoffe, das trägt dazu bei. So,
Jetzt bin ich aber auch schon am Ende. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Kleiner Tipp noch, das nächste Video, damit du schon mal so ein bisschen eine Vorahnung hast, was kommen wird, das wird ein Video sein über fruchtige Düfte für Frauen. So, also bleib gespannt. Bis bald. Ciao, ciao. Dein Alex.